Die Deutsche Demokratische Republik. Nicht gerade ein Mekka für Supercars. Moment, ihn gab es ja auch noch. Den Melkus RS 1000, einziger straßenzugelassener Sportwagen der ehemaligen DDR. Aus Teilen seiner eher biederen Autogenossen Trabant und Wartburg entstand eine Flügeltüren-Rennflunder, ganz auf Leistung und Sportlichkeit ausgelegt. Diese Mischung aus Spartanik, Luxus und Eleganz begeisterte nicht nur die DDR-Elite. Sein Erbauer Heinz Melkus, ostdeutsche Motorsport-Ikone und Gründer der Melkus Sportwagenschmiede. Sohn Peter erinnert sich an die Anfänge des RS 1000. Die Idee hatte mein Vater geboren und er war ja ambitionierter Rennfahrer und anlässlich eines Rennens in Österreich hatte er 1964 einen Lotus Elan gesehen, das war so ein kleiner Sportwagen und da er schon immer Rennautos gebaut hatte, also Formelrennautos, hat er gesagt, okay, so ein Sportwagen, mit dem man auch auf der Straße fahren kann, könnten wir eigentlich auch mal bauen. Und ja, 5, 6 Jahre später hat er das dann tatsächlich umgesetzt und es entstand der RS 1000, der ein Rennwagen war, aber auch auf der Straße bewegt werden konnte. Insgesamt wurden 101 Exemplare des RS 1000 produziert. Im Jahr 2006 kam es aufgrund der immer stärker werdenden Nachfrage zu einer Neuauflage des Klassikers, dem RS 1600. Die Erfahrungen, die Heinz Melkus im Motorsport sammelte, legten den Grundstein für die Entwicklung des RS 1000. Der Wartburg-Motor in diesem ehemaligen Formelrennwagen kam so auch in der Erstauflage des Melkus Sportwagens zum Einsatz. Frank Nutschan war lange Jahre Chefmechaniker bei Melkus. Also der Motor, diese Geschichte Motor, in diesem Auto liegt der Motor, der Dreizylinder Wartburg-Motor, und im RS 1000 wurde er dann senkrecht verbaut. Aber die Leistungspunkte, die wurden dann einfach verwendet in dem neuen RS 1000. Der Melkus RS 2000 soll nun den Mythos weiterführen. Der RS 2000 ist ein Auto, wo die modernsten Materialien, die modernsten Komponenten verbaut worden sind. Die Zielgruppe ist eigentlich für Individualisten, die ihr eigenes Unikat haben möchten. Also es ist was ganz Exklusives, weil wir ja nur 25 Stück im Jahr herstellen. Das sage ich mal 4, 5 Jahre, also 125 Stück mehr wird es von diesem Fahrzeug nie geben. Und unikat deswegen, weil sich jeder Kunde das Auto mit uns gemeinsam für sich persönlich ausstatten kann. Vom Interieur, vom Exterieur, vom Fahrwerk, über die Ausstattung und. Also es wird auf jeden Fall ein ganz besonderes Fahrzeug sein. Auch der Melkus der Moderne setzt auf konsequenten Leichtbau und das Mittelmotorkonzept. Für mächtig Dröhnung sorgt direkt hinter dem Cockpit ein 1,8 Liter Kompressoraggregat. 270 PS und ein Leergewicht von gerade mal 950 Kilogramm ergeben ein Leistungsgewicht von 3,5 Kilo pro PS. Von 0 auf 100 unter 5 Sekunden sind damit kein Problem. Eher ein Hindernis? Die rund 107.000 €, die man für diesen Fahrspaß investieren muss. Fest steht aber, der RS 2000 führt die Melkus-Philosophie in die Moderne. Es lebe die Ostalgie.